Biedermann und Brandstifter lautet das Motto. Wir reden hier von Paarungen innerhalb einer Modellreihe, die mal von einem sehr bürgerlichen Basismodell hinreichen bis zu einem absoluten Extremisten. Und die wollen wir euch heute vorstellen. Herr Biedermann und Brandstifter, hier haben wir eine weitere Paarung ebenfalls realisiert von der Württembergischen. Vielen herzlichen Dank dafür. Diese Paarung hat es auch absolut in sich. Wir reden vom Audi Coupé, also den Derivaten des Audi 80 der zweiten Generation, die 1978 vorgestellt worden war. Der Audi 80 war zu der Zeit das Auto, das vor allem über den Faktor Vernunft gekauft wurde. Das ist ja schon ein fast beleidigendes Adjektiv. Das war ein reines Vernunftsauto. Es gab dann einen Coupé-Ableger, der übrigens 1980 debütierte in Form des Quattro mit Allradantrieb. Das Auto, das eigentlich den Allradantrieb im Personenwagenbau erst hoffähig gemacht hat, etabliert hat, könnte man sagen. Nach dem Audi Quattro mit Turbomotor und 200 PS folgte dann das Coupé und dessen spartanischste Ausstattung, der Audi Coupé GL, der 1981 erschien. Der hatte zunächst 75 PS, das Auto lief nicht mal 160, rollte auf sogenannten Asphalt-Trennscheiben des Formats 165 SR13 und das war ein Auto, mit dem man sich so richtig schön blamieren konnte. Es sah sportlich aus, war es aber überhaupt nicht. Nach 14 Monaten, nachdem quasi niemand diese 75 PS Magerversion gekauft hatte, wurde sie aufgestockt auf 90 PS und diese Version sehen wir hier. Wir haben hier also einen 1982er Audi Coupé GL mit 90 PS, VMAX 170, auch eigentlich ein kreuzbraves Auto, bisschen plüschig ausgestattet, schicke Coupé-Form aus der Feder von Ercole Spada, dem vormaligen Chefdesigner der Carrozzeria Zagato, einem echten italienischen Designer, der diese Form schuf. Und das ist das Auto, das hier den Begriff Biedermann innerhalb dieser Paarung repräsentiert. Der Brandstifter dieser spannenden Paarung, den erwartet uns unter dieser Decke. Wir werden das Auto mal entkleiden und was kommt zum Vorschein? Eine Schnauze, die komplett durchsetzt ist von Lufteinlässen, die dieses Auto auch wirklich nötig hat, denn das hier ist der Audi Sport Quattro. Wow. Diese zerklüftete Front, die wir jetzt entkleidet haben, das ist erst der Anfang dieses dramatischen Autos. Wir haben es hier zu tun, wie gesagt, mit dem Audi Sport Quattro. Und was noch viel aufregender ist als diese Schnauze, ist die Tatsache, dass dieses Auto einen unglaublich kurzen Radstand hat. Und ich möchte kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist und welcher Notwendigkeit dieser Prozess folgte. Es war so, dass ab 1980 war der normale Audi Quattro im Rallye-Sport wirklich State of the Art. Das Auto war kaum schlagbar, war das einzige mit Allradantrieb im Feld. Es ist aber so, dass dann die Konkurrenz relativ schnell aufgeholt hat und deshalb hat Audi nachgelegt mit einem Auto, das noch konsequenter in Richtung Rallye-Sport gebaut war und das war dieser Sport Quattro. Es hatte sich nämlich erwiesen, dass der Ur-Quattro sozusagen mit seinem Radstand von 2,54 Meter, den er ja von der Audi 80 Limousine geerbt hatte, viel zu träge und zu wenig gelenkig war, zu wenig handlich. Und deshalb hat man einfach den Radstand zum Sport Quattro von 2,54 Meter verkürzt auf 2,20 Meter. Und deshalb kommt es bei diesem Auto zu diesen ausgesprochen seltsamen Proportionen. Wir haben vorne sogar einen etwas längeren Überhang, weil die Technik, die sich in diesem Auto verbirgt, eben diesen längeren Bug voraussetzt. Das macht das Auto noch ein bisschen skurriler in den ganzen Proportionen. Wir haben eine deutlich steilere Windschutzscheibe, die wiederum von der Audi 80 Limousine kommt, also steiler als bei dem
dem Coupé, bei unserem Biedermann. Und dann eben diese Verbreiterungen. Das Heck ist identisch geblieben in der Länge, aber wir sehen eben diesen radikal reduzierten Radstand, um das Auto im Rallye-Sport handlicher zu machen. Wir haben hier nach wie vor den 2,1 Liter reinen Fünfzylinder mit Turbolader, allerdings nicht mehr mit 200 PS, sondern mit 306 PS. Damit war dieses Auto richtig schnell, ist natürlich auch mit konsequentem Leichtbau verbunden und allem, was dazu gehört, um dieses Auto wettbewerbstauglich zu machen. Das hatte natürlich alles seinen Preis. Wir sprechen hier von diesem Audi Sport Quattro als dem teuersten deutschen Serienauto seiner Epoche. 214 Mal wurde dieses Modell gebaut, das heißt eine absolute Rarität. Verkaufspreis waren 195.000 Mark, fast 200.000 Mark. So teuer war kein anderes Auto deutscher Produktion. Und dafür hat man schon einen ausgewachsenen Ferrari 12-Zylinder bekommen. Was bei diesem Auto vielleicht für den einen oder anderen ein bisschen zu kurz kommt, ist die Tatsache, dass das Auto keine wirkliche Schönheit ist. Man sieht hier relativ deutlich, dass sich alles dem reinen Nutzwert im Rallye-Sport unterordnet. Dieses Auto hat, ich sage mal, man hat es vermieden, jetzt auf stilistische Feinheiten Rücksicht zu nehmen. Also eine Schönheit ist es nicht, aber umso eindrucksvoller ist dieses unglaublich proportionierte Auto, dieser Audi Sport Quattro, gerade im Kontrast zu dem braven, sehr bürgerlichen Audi Coupé GL. Auch das wirklich par excellence eine Paarung Biedermann und Brandstifter. So, unter der Haube, die sich hier hinter diesen Nüstern verbirgt, haben wir den, wie erwähnt, klassischen Audi rein Fünfzylinder Motor, hier mit 2,1 Liter Hubraum. Und das, was sich hier präsentiert, das ist das, was hier auf dem Luftsammler bereits beschrieben ist. Turbo steht hier in einem großen Schriftzug. Und hier ist der riesige Turbolader mit dem Abblasventil und so weiter. Das ist das, was bei diesem Auto richtig Leistung verursacht. Die normale Version also mit der Einspritzung, hatte dieser rein Fünfzylinder ab 136 PS. Im Quattro 200 PS und hier im Sport Quattro, wie erwähnt, 306 PS. Und das hat natürlich richtig für Vortrieb gesorgt. Ja, ein echter Brandstifter, ein absolutes Rallye-Auto, das Audi hier geschaffen hat und wirklich ein faszinierendes Stück Automobiltechnik. Wie gesagt, mit leichten ästhetischen Defiziten. Aber das ist das, was es damals sein sollte. Ja, wenn ihr euch für weitere Videos interessiert zu diesen Paarungen Biedermann und Brandstifter, dann können wir euch beispielsweise anbieten, diese aufregende Paarung, die wir bereits abgedreht haben, die Lancia Delta, der S4 und der bürgerliche LX, auch Biedermann und Brandstifter in absoluter Reinkultur.